Hallo meine Lieben, ich freue mich sehr, dass ihr heute dabei seid für ein neues Video von Strick mit Calypso. Ich würde euch heute gerne ein kurzes, aber knackiges und informatives Tutorial über Ravelry anbieten. Denn in meinem letzten Video habe ich sehr von Ravelry geschwärmt und auch aus den Kommentaren herausgelesen, dass manche unter euch noch nicht genau wissen, wie sie am besten mit Ravelry umgehen, um ihr Stricken zu erweitern. Deswegen möchte ich euch heute gerne ein bisschen Hilfestellung zu Ravelry geben. Wir sind hier also auf der Anmeldeseite von Ravelry. Ravelry ist, soviel ich weiß, ein Fantasiename und hat keine richtige Bedeutung. Es ist ein bisschen schwierig auszusprechen, vielleicht kann man sich das deswegen so gut merken. Diese Anmeldeseite ist mal ganz hübsch mit einem Design dekoriert. Und hier könnt ihr also, wenn ihr bereits ein Konto habt, euren Benutzernamen eingeben und euer Passwort und euch dann einloggen. Wenn dem noch nicht so ist und ihr noch kein Konto habt, dann könnt ihr euch hier ein Konto erstellen. Ravelry ist eine komplett kostenlose Webseite für Stricker, Häkler und Faserkünstler. Das bedeutet, ihr könnt hier ein Konto erstellen und alle Informationen verwenden, kostenlos. Ja, ich melde mich also an, denn ich habe schon ein Konto. Ich gebe hier also meinen Benutzernamen und mein Passwort ein und sehe euch dann gleich auf der anderen Seite. So, ich habe hier meinen Benutzernamen eingegeben, hier oben, und darunter mein Passwort, das zeige ich euch natürlich nicht. Und dann klicke ich hier auf Login, um mein Konto aufzumachen. Jetzt lädt es ein ganz kleines bisschen und tada, ich lande auf dieser schönen Homepage. Ravelry hat mittlerweile 9 Millionen Mitglieder und aktuell könnt ihr sehen, dass fast 1800 Ravelry-Mitglieder online sind, mit denen ihr auch potenziell kommunizieren könntet. Ravelry ist auf der ganzen Welt verfügbar und die Mitglieder kommen auch aus der ganzen Welt. Das heißt, ja, es gibt 9 Millionen Mitglieder, aber aktuell ist es Deutschland 9 Uhr morgens. In den USA schlafen gerade die meisten. Deswegen sind die natürlich gerade nicht online. Aber später dann vielleicht. Ja, wir sind jetzt auf der Homepage gelandet von Ravelry und es gestaltet sich ein bisschen ähnlich wie andere soziale Medien zu Beginn. Aber man wird nicht so ganz mit Informationen überflutet, wie zum Beispiel bei Instagram. Denn hier wird einem schon ein Feed angeboten, aber wie ihr seht, ist der letzte Post von Mai 31. Mai. Und es geht hier um Handwoven Highlights, also handgewebte Highlights. Diesen Post hat Mary gemacht. Mary ist eine Co-Gründerin von Ravelry, wenn ich mich nicht irre. Und auf dieser Homepage findet ihr immer aktuelle Artikel von interessanten Sachen, die eben die Administratoren oder Gründerinnen von Ravelry hervorheben möchten. Und hier ist also ein kurzer Artikel über Handweben. Das könnt ihr euch hier gerne durchlesen und schauen, was Mary toll fand. Der Post davor, Colorful Sweaters, also bunte Pullover, ist von März 22, also eben eine Weile zurück. Deshalb, man wird hier nicht so mit Informationen überflutet, sondern nur ab und zu wird hier etwas hervorgehoben, zum Beispiel bunte Pullover. Hier kann man also verschiedene Optionen an Anleitungen und Designs anklicken und sich näher angucken. So, ich möchte mit euch als erstes hier ganz herunter scrollen, denn wenn ihr euch das erste Mal anmeldet, dann ist die Website wahrscheinlich erstmal komplett auf Englisch. Die Artikel hier, die werden nicht automatisch übersetzt, die sind, glaube ich, immer auf Englisch, aber die Website insgesamt könnt ihr natürlich auf verschiedenen Sprachen verwenden. Das ist sehr, sehr hilfreich. Ihr könnt hier unten, wenn ihr ganz runter scrollt, könnt ihr natürlich auch immer weiterlesen auf dem Blog, auf dem Feed. Wenn ihr hier klickt, mehr aus unserem Blog, da seht ihr, das ist auf Deutsch. Könnt ihr hier auch weiterlesen. Aber was ich euch zeigen möchte, sind die verschiedenen Sprachoptionen. Ich habe hier gerade Deutsch eingestellt. Es gibt auch Englisch, Französisch, Spanisch und Italienisch.
Dann könnt ihr hier auch auf Startseite klicken und werdet wieder ganz hoch geführt. Was mich jetzt interessiert, ist die Seite über uns. Die möchte ich euch gerne zeigen, bevor ich dann weiter in die Funktionen von Revelry eintauche. Ich klicke hier also auf über uns und diese Webseite oder diese Seite ist auch auf Englisch, aber ihr könnt sie euch auch übersetzen lassen mit Google, wenn ihr denn das wirklich lesen möchtet. Ich wollte euch aber trotzdem gerne ein paar Informationen geben, die hier stehen. Und zwar ist Revelry vor allem eine riesige Datenbank über Stricken. Und mittlerweile gibt es fast 500.000 Anleitungen auf Revelry, die ihr euch angucken könnt, runterladen könnt und verwenden könnt, um gleich loszustricken. Außerdem habt ihr ein Notebook, das bedeutet, dass ihr eure eigenen Notizen machen könnt und für euch Revelry nutzen könnt, um Dinge zu speichern, die euch interessieren, die für euch hilfreich sind, für euer Stricken. Und schließlich, wie ich schon gesagt habe, gibt es auf Revelry über 9 Millionen Yarn-Loving Friends, also garnliebende Freunde, die mit euch hier dasselbe Hobby teilen und mit denen ihr auch in Kontakt treten könnt. Wichtig finde ich auch, das Team zu zeigen, denn wenn man bedenkt, wie gut Revelry funktioniert und wie umfangreich diese Website ist, dann finde ich das schon sehr bewundernswert, dass das Team nur aus 4 Personen besteht. Nämlich Jessica und Cassidy sind die Gründerinnen von Revelry und dann gibt es noch die Mary und die Sarah. Es sind also nur 4 Personen, die an dieser Website arbeiten und ich finde das wirklich grandios. Ja, das wollte ich kurz erwähnen, bevor ich weiter in Revelry einsteige. Und das heißt, wir gehen jetzt auf die auf die Startseite wieder zurück. Und auf die Startseite könnt ihr immer gelangen und das ist bei den allermeisten Webseiten so, wenn ihr auf das Logo hier oben links wieder klickt. Wenn ihr da draufklickt, dann kommt ihr hier wieder zur Startseite, also zur Homepage, wo wir am Anfang diesen Feed uns angeschaut haben. So, wie finanziert sich Revelry? Natürlich über Werbung, aber nicht nur. Deswegen findet ihr hier manchmal an den Seiten ein bisschen Werbung zu Garnen und anderen Sachen, die mit Stricken zu tun haben. Also verschiedene Online-Shops zum Beispiel. Aber das sollte euch nicht weiter stören. Ich finde das hier wirklich sehr diskret. Außerdem ist das nicht Werbung für einen Staubsauger, sondern Werbung, die euch auch interessieren könnte. So, hier habt ihr auf der rechten Seite die schnelle Suche und nützliche Links. Da könnt ihr euch mal auch reinklicken. Hier ist auch die Seite über Revelry. Hilfeseite, wie fange ich an? Wiki Revelry, wie verwende ich Revelry? Und die Hilfeseite. Das sind also nützliche Links. Kann ich euch empfehlen, mal reinzugucken. Ich möchte euch jetzt die verschiedenen Funktionen zeigen. Und zwar habt ihr hier oben immer diese Leiste. Diese Leiste ist wirklich sehr wertvoll. Auf der linken Seite habt ihr die Leiste für Anleitungen, Garne, die Community, Support und die erweiterte Suche. Mit dieser Leiste könnt ihr also auf die Datenbank von Revelry zugreifen. Das heißt, ihr könnt die ganzen wertvollen Schätze, die Revelry haben, hier finden und durchsuchen. Auf der rechten Seite hier oben habt ihr sozusagen euren persönlichen Bereich. Das heißt, könnt hier Nachrichten bekommen, wenn ihr denn mit anderen Mitgliedern kommuniziert über Revelry, könnt ihr euch hier Nachrichten schreiben. Dann gibt es auf Revelry auch sehr, sehr viele Forums, die kann man sich angucken und auch daran teilnehmen, zum Beispiel wenn man Fragen hat oder wenn man einem Call teilnimmt. Call bedeutet Knit Along, ist meistens eine Gruppe an Strickerinnen, die ein paar Regeln aufstellen, zum Beispiel wir stricken ein Kleidungsstück nur mit Garnen aus unserem Vorrat und starten dann einen Knit-Along, der dann über eine bestimmte Zeit geht. Dafür kann man dann zum Beispiel ein Forum auf Revelry schaffen, an dem man teilnehmen kann. Oder Strickerinnen einigen sich, wollen ein bestimmtes Design stricken über eine bestimmte Zeit und kreieren dann auch ein Forum.
Hier könnt ihr also die Posts, alles was ihr in den Foren, an denen ihr teilgenommen habt, geschrieben habt, könnt ihr hier euch angucken. Jetzt bin ich ein bisschen neugierig geworden. Hier sind die Foren, an denen ich teilgenommen habe oder teilnehme an Revelry. Zum Beispiel Übersetzungen, denn ich biete auch Übersetzungen von Anleitungen an und da war ich in verschiedenen Foren unterwegs, um meine Übersetzungsleistungen anzubieten. Oder auch, ja, habe nach Tipps und Tricks Fragen gesucht, wie kann ich meinen Revelry Store, meinen Revelry Shop noch verbessern, was für Funktionen gibt es da noch. Oder ich habe auch Teststrickerinnen gesucht, da gibt es auch ein Forum für Testing Pool, für Teststrickerinnen. Ja, das sind so die Foren, an denen ich bis jetzt teilgenommen habe, aber es gibt da eine unglaubliche Vielfalt an Foren, an denen ihr eben teilnehmen könnt und hier könnt ihr immer nachverfolgen, was ihr geschrieben habt und was andere dann darauf antworten. Ja, ihr habt hier euer Notizbuch, das ist super wichtig und das spiegelt ein bisschen die Funktionen ab, die ihr hier auf der linken Seite oben auf der Leiste habt. Das heißt, ihr findet hier Anleitungen, Garne Community Support und in eurem Notizbuch findet ihr die Projekte zu den Anleitungen, ihr findet die Warteschlange, das heißt die Anleitungen, die ihr toll fandet, könnt ihr hier in die Warteschlange tun. Euer Garnvorrat ist eben das Pendant zu den Garnen hier oben links auf der Leiste und so weiter. Gleich werde ich ein bisschen näher darauf eingehen. Dann gibt es noch einen Bereich Pro. Das bedeutet, wenn ihr eben Anleitungen verkauft auf Revelry, also einen Shop habt, so wie ich, habt ihr hier noch eine Menge Funktionen zur Verfügung, aber darauf werde ich in diesem Video nicht eingehen, denn für die meisten ist das eben nicht relevant und da sind natürlich auch sensible Daten drauf, die ich nicht unbedingt teilen möchte als Shop-Inhaberin. Und wenn ihr auf euer Foto geht mit der Maus, findet ihr hier euer Profil, eure Designs, wenn ihr denn eigene Designs habt. Ihr könnt eure Einstellungen individuell anpassen, das Thema auswählen. Das finde ich interessant, das zeige ich euch gleich. Eure Beiträge, Einkäufe, Swatches und so weiter. Sehr, sehr viele Funktionen und zum Beispiel könnt ihr auch die Kopie eurer Daten herunterladen. Das habe ich noch nie gemacht, aber das ist interessant, dass es hier so transparent aufgelistet ist, denn normalerweise müssen alle Foren, wenn ihr jetzt zum Beispiel auf Facebook oder Instagram unterwegs seid, könnt ihr Instagram und Facebook anfragen, dass die euch alle eure Daten schicken. Denn diese Daten gehören euch. Und anscheinend kann man das hier auch machen und die Funktion ist nicht verborgen, muss man nicht Ewigkeiten suchen, sondern kann man hier einfach anscheinend selbst machen. Das ist natürlich ein super Daumen hoch für die Transparenz von Revelry. Meine Website hier ist also weiß eingestellt, das heißt der Hintergrund ist hell, aber wenn ihr auf Modus klickt, könnt ihr eure Seite auch ändern. Das heißt, ihr könnt auch einen anderen Modus haben. Ich glaube, dass der andere Modus ist dann dunkel, dann habt ihr einen dunklen Hintergrund. Das ist für manche einfacher zu lesen. Da kann man die Schrift besser auseinanderhalten. Das ist eine persönliche Präferenz. Wo möchte ich als erstes mit euch hin? Ich glaube, ich werde als erstes mit euch auf euer Profil gehen. Wir klicken hier also auf Profil und hier seht ihr mein Profil. Hier oben links erscheint also mein Benutzername und die Informationen über mich, die ich preisgeben möchte. Ich muss keine Informationen preisgeben. Bei manchen Leuten ist das hier komplett leer und es gibt keine Informationen. Wenn ihr so anonym wie möglich sein möchtet, dann könnt ihr das natürlich machen. Ich habe aber natürlich ein Interesse daran, nicht so anonym zu bleiben und Informationen über mich preiszugeben, weil ich ja eben Designs über Revelry vertreibe. So, ihr könnt hier also euren Vornamen eingeben. Hier wird automatisch angegeben, seit wann ihr Mitglied seid. Ich bin also schon seit 10 Jahren Mitglied bei Revelry. Aktuell bin ich online. Webseite, Blog, hier könnte ich zum Beispiel noch meine Webseite eintragen, das habe ich nicht gemacht. Euren Wohnort, seit wann ihr strickt und Häkeljahre, seit wann ihr häkelt, obwohl ich jetzt nicht so viel häkel. Und eure Lieblingsfarben. So, dann könnt ihr auch in diesem Abschnitt hier über mich einiges reinschreiben. Das ist also das, was andere sehen.
und ich möchte euch zeigen, wie ihr das bearbeiten könnt. Da geht ihr hier auf Profil editieren, klicken und hier könnt ihr einiges anpassen. Hier findet ihr also meine E-Mail-Adresse. Hier kann ich dann auch meine Website eingeben. So, ich hoffe, das funktioniert. Und ihr könnt eure Präferenzen eingeben, ob ihr eure in Metern und in Gramm gerne rechnet oder lieber in Yards und Inches. Das könnt ihr hier angeben, eure Präferenz. Oder Ounces, Yards and Ounces, besser gesagt. Und ihr könnt die verschiedenen Einstellungen für euch machen. Zum Beispiel, ich möchte, dass dieses kleine Licht an ist, wenn diese Lampe an ist, wenn ich online bin. Das könnt ihr ausschalten, dann weiß keiner von euch, ob ihr online seid oder nicht. Ihr könnt ja auch angeben, ob ihr überhaupt an den Nachrichten teilnehmen wollt auf Revelry oder ob ihr keine Nachrichten bekommen wollt auf Revelry. Denn potenziell kann euch jeder schreiben, der auf Revelry ein Mitglied ist. Revelry arbeitet mit einigen Apps zusammen. Es gibt keine Revelry-App per se, aber es gibt andere Apps, die ich euch nachher vielleicht noch zeige, die mit Revelry zusammenarbeiten, von denen ihr auf Revelry zugreifen könnt. Und ihr könnt hier entscheiden, ob ihr wollt, dass zum Beispiel Love Knitting, Making, Row Counter und Knit Companion diese Apps auf euer Revelry zugreifen können oder nicht. Das ist praktisch, wenn ihr eben auf eurem Handy zum Beispiel die App Row Counter habt und eure reinzählen wollt beim Stricken, dann müsst ihr nicht Revelry aufmachen auf dem Browser. Die Ansicht ist ganz gut von der Revelry-Website auf dem Handy, aber ihr könnt dann direkt zu dem Row Counter gehen. Row Counter, also Reinzähler, ist eine Funktion, die ihr nicht auf Revelry findet, aber ihr könnt eben dann in der Row Counter App euer Projekt sehen und eure Reihen zählen. Das ist also ganz praktisch. Hier könnt ihr also die Informationen angeben, die ihr wollt, euren Namen, euer Geburtsdatum, seit wann ihr strickt, seit wann ihr häkelt. Ihr müsst natürlich nur das angeben, was ihr gerne angeben wollt. Hier könnt ihr dann noch Revelry mit anderen sozialen Medien verlinken, also zum Beispiel Instagram, Ko-fi oder YouTube in meinem Fall. Sehr wichtig. Und hier habe ich eben den Text eingegeben über mich, den ihr dann vorne sehen konntet. Also man sagt, im Fachjargon würde man jetzt diese Seite als Backend bezeichnen. Die Seite Backend ist die Seite, wo ich Dinge anpassen kann und editieren kann, und die Frontend-Seite ist dann die Seite, die andere sehen können. Ich kann hier auch eben noch meine Designs sehen und meine fertigen Objekte. Wie ihr hier sehen könnt ihr auch jederzeit euren Revelry-Account löschen. Das wird euch hier ganz offen angeboten. Ihr müsst nicht erst tief in die Einstellungen einsteigen und lange suchen, um euer Konto zu löschen. Das könnt ihr hier ganz einfach machen. So, da ich meine Website hinzugefügt habe und ich hoffe, dass es funktioniert hat, kann ich hier die Änderungen speichern und tada, hier sind wir wieder auf dem Frontend. Das heißt, das ist mein Profil, das können andere Benutzerinnen, Mitglieder von Revelry sehen. Meine Website habe ich hier eingetragen, erscheint jetzt hier. Also praktisches Beispiel. Der Text hier über mich, den ich euch gezeigt hatte im Backend, findet ihr auch hier im Frontend. So, man sieht hier mein Profilfoto, müsst ihr nicht haben, ihr könnt auch kein Profilfoto verwenden. Ich bin hier in einigen Gruppen drin, die zeige ich euch dann gleich. Es gibt natürlich auf solchen Foren und Webseiten immer verschiedene Wege, um zum selben Ziel zu kommen. Deswegen lasst euch nicht verwirren, klickt euch einfach durch, ihr könnt eigentlich nichts falsch machen auf Revelry. So, und ich hatte euch vorhin von dem Notizbuch erzählt. Notizbuch, da könnt ihr einiges speichern, was euch interessiert, was für euch persönlich wichtig ist. Das wird hier an dieser Ecke hier nochmal angezeigt. Ich habe also aktuell 35 Projekte. Das ist eine super Funktion von Revelry. Ihr könnt
hier eine Art Stricktagebuch führen und alle eure Projekte, die ihr macht, hier einpflegen. Das heißt, ich kann zu meinen Projekten kommen, entweder über mein Profil oder wenn ich hier über Notizbuch gehe und auf Projekte klicke, komme ich zu meinen Projekten. Ich klicke also hier Projekte und hier seht ihr alle meine Projekte, alles, was ich bis jetzt gestrickt habe. Nein, das stimmt nicht, ich habe schon viel mehr gestrickt und nicht alles hier eingepflegt, aber schon einiges. Wie kann ich neue Projekte hinzufügen? Hier unter Add a Project auf der linken Seite kann ich ein Projekt hinzufügen. Ich klicke also hier drauf. Ich habe aktuell kein Projekt, aber ich zeige euch das mal. Welche Handarbeit, Knitting, Stricken in meinem Fall. Ich klicke hier drauf, hier habe ich die verschiedenen Optionen. Knitting. Es gibt sogar Weben, Maschinenstricken, Spinnen, Knitting. Mein Projekt hat aktuell keinen Namen. Ich schreibe hier einfach nur Test rein. Das kann ich dann später anpassen, wenn ich das Projekt dann tatsächlich fertig habe oder hier ein Projekt reinmachen möchte. Hier könnt ihr angeben, I used a pattern, I didn't use a pattern, also ich habe eine Anleitung verwendet, ich habe keine verwendet oder die Anleitung ist nicht auf Ravelry. Es ist immer sehr, sehr hilfreich, wenn ihr eine Anleitung von einem Designer gestrickt habt, der auf Ravelry ist, wenn ihr hier den Namen der Anleitung einfügt. Also zum Beispiel, ich gebe Margarita ein und habe dann sehr schnell geklickt. Ich gehe wieder zurück. Ich gebe hier Margarita ein und gehe auf Continue, also weiter. Nochmal. Margarita. So, und hier werden mir einige Designs vorgeschlagen, die so heißen und die ich potenziell gestrickt habe. So, ich wähle hier mein eigenes aus. Das ist das letzte Design, was ich gemacht habe. Margarita, dieses hübsche Top. Ich wähle diese Anleitung aus und dann kann ich hier einiges angeben über mein Projekt. Ich kann hier Fotos hinzufügen. Ich kann mir selber noch einen Namen ausdenken. Margarita Version 2. Zum Beispiel, wenn ich das schon zum zweiten Mal stricke. Für wen habe ich das gestrickt? Für mich selber. Wann habe ich es fertiggestellt? Welche Größe? Welche Technik? Welche Stricknadel habe ich verwendet? Welche Maschenprobe hatte ich? Und welches Garn habe ich verwendet? Und dann noch ein paar Projektnotizen. Nett ist es auch, wenn ihr hier schreibt, ob ihr fertig seid bereits oder ob ihr noch dabei seid zu stricken. Happiness, wie glücklich seid ihr mit der Anleitung? Am besten immer so glücklich wie möglich. Progress könnt ihr auch hier in Prozenten angeben, wie weit seid ihr beim Stricken, wann habt ihr begonnen und wann habt ihr das fertiggestellt. Habt ihr das zum Beispiel in einem Call gestrickt, also in einem Forum, in einer Gruppe, könnt ihr hier diese Gruppe suchen. Toll ist es für die Designer auch, wenn ihr hier die Anleitung bewertet, mit am besten natürlich 5 Sternen und den Schwierigkeitsgrad angibt. So, bei Projektnotizen könnt ihr zum Beispiel schreiben, wenn ihr Veränderungen gemacht habt an der Anleitung oder wenn zum Beispiel auch etwas nicht klar war in der Anleitung, egal was, könnt ihr hier hinzufügen und hier als Notiz schreiben. Ja, da ich aktuell kein wirkliches Projekt hier machen möchte, klicke ich einfach auf Änderungen und Speichern und ich kann das später dann anpassen, wenn ich dann tatsächlich ein Projekt hinzufügen möchte. Ihr könnt zum Beispiel auch die Projekte von anderen kommentieren. Wenn ihr etwas toll findet, klickt ihr hier auf Kommentare, Kommentar hinzufügen und dann könnt ihr schreiben, sieht toll aus. So, Post, Comment. Und hier habe ich dann einen netten Kommentar. Wir gehen hier wieder zurück, wir sehen einen Kommentar. Und hier im besten Fall habt ihr alles ausgefüllt. Ihr könnt es auch immer wieder bearbeiten, indem ihr hier auf Bearbeiten klickt. So, ich versuche jetzt ein bisschen weniger detailliert das zu machen, denn sonst dauert das ziemlich lange. Wir gehen also wieder zurück auf das Profil. Hier sind also die Projekte, da bin ich gerade eben mit euch ins Detail gegangen. Dann könnt ihr eure geplanten Projekte auch speichern, das heißt, ihr könnt eine Warteschlange erstellen an Projekten, die ihr gerne stricken möchtet. Ihr könnt Projekte favorisieren, ihr könnt Freunde haben, das heißt, wenn ihr auf das Profil geht von anderen Personen, könnt ihr eine Freundschaftsanfrage schicken
und seid dann automatisch Freunde. Ich habe hier schon ein paar Freunde. Ihr könnt euren Garnvorrat hier eintragen. Das mache ich zum Beispiel nie. Könnt ihr wie bei den Projekten unter Add to Stash, also Vorrat hinzufügen und ähnlich wie bei den Projekten eben auch alle Informationen zu eurem Garn hier eintragen. Ich habe hier eins in Arbeit, sehe ich gerade. Das ist Garn, das ich selber gesponnen habe. Aber ja, wie ihr seht, bin ich da nicht so ganz hinterher. Und pflege meinen Vorrat hier nicht. Hier könnt ihr euch auch euren gesponnenen Vorrat machen. Eure Bibliothek, das ist interessant, denn wenn ihr Anleitungen kauft oder auch einfach kostenlose Anleitungen herunterlädt, erscheinen die dann hier in eurer Bibliothek. Ich habe zum Teil Anleitungen geschenkt bekommen von anderen Designern, weil ich die übersetzt habe, zum Beispiel den Gambito-Sweater oder den Origami-Sweater. Diese Bücher hier habe ich gekauft. Ja, hier könnt ihr eure Bibliothek pflegen und sehr gut nutzen, um die Anleitungen, die ihr schon habt, eben nicht zu verlieren und immer griffbereit zu haben. Zurück aufs Profil. Hier habt ihr noch eure Forumsbeiträge, über die ich bereits gesprochen hatte. In meinem Fall habe ich hier noch meine Designs und auch meine Anleitungen zu verkaufen auf Ravelry. Hier seht ihr also meine Designs und meine Projekte. Und meine Website wird hier auch angezeigt. Ich kann kurz hier drauf gehen auf meine Designs. Das hier ist also mein Designer-Profil. Hier könnt ihr meine Designs sehen und draufklicken und sie euch genauer angucken. Und ihr könnt auch in den Shop reingehen. Das ist nämlich die Shop-Ansicht hier. Da seht ihr nämlich auch direkt die Preise von den verschiedenen Designs und Anleitungen. Das gestaltet sich bei allen Designern so. Wir gehen zurück hier zu meinen Designs, denn hier kann ich euch auch einiges erklären. Und zwar klicke ich zum Beispiel hier auf den Mariposa Cardigan. So gestalten sich alle Seiten für die Anleitung. Wir sind jetzt auf der Seite von dem Mariposa Cardigan. Ihr seht also einen Steckbrief. Das ist das Profil sozusagen von diesem Design. Ich habe hier Fotos hochgeladen, alle Informationen über dieses Design, die relevant sind, wo es veröffentlicht wurde, welche Technik, welche Garn ich verwendet habe, die Maschenprobe, auf welchen Sprachen die Anleitung verfügbar ist und in welchen Größen zum Beispiel. Dann kann man hier noch Attribute sehen von dem Design, das heißt Eigenschaften, den Preis und dann hier noch Notizen, eine Beschreibung von dem Design. Was ihr machen könnt, wenn ihr auf das Profil von einem Design kommt, könnt ihr hier das eben rechts, wenn ihr das besonders toll findet und es nicht verlieren wollt, sondern eben im Auge behalten wollt, könnt ihr das hier in Favoriten speichern. Wenn ich das hier in Favoriten speichere, könnt ihr hier noch ein paar Notizen hinzufügen oder einfach speichern. Und wenn ihr hier in euer Notizbuch geht, dann hier auf Favoriten klicken und dann findet ihr das da wieder. Hier. Und so könnt ihr viele Designs, die ihr toll findet, einfach im Auge behalten. Wir gehen wieder hier zurück. Ihr könnt es auch in die Planung nehmen, in die Bibliothek oder auch mit anderen Personen teilen. Hier auf der rechten Seite findet ihr noch weitere Informationen, und zwar die Bewertung von der Anleitung, Informationen über das Garn und weitere Designs von mir. So, interessant ist auch immer, wer das noch gestrickt hat, dieses Design. Und dann könnt ihr hier auf die Projekte klicken. Und wie ihr seht, gibt es hier 6 Projekte von anderen Strickerinnen, die Mariposa bereits gestrickt haben, und die zeigen dann hier auch ihre Fotos. Wir gehen mal hier auf das Projekt von Jana. Ich kann mir die Fotos hier angucken von ihr. Und ich kann dann zum Beispiel auch auf ihr Profil gehen. Hier unter dem Foto seht ihr den Namen von Jana. Ich klicke drauf und ich komme auf ihr Profil.
Wie ihr seht, bin ich mit ihr befreundet. Ich kann ihr eine Nachricht schreiben. Ich kann sehen, wo sie lebt. Aber viel mehr auch nicht. Wie ihr seht, könnt ihr auch sehr diskret auf Ravelry unterwegs sein. So, ich glaube, ich habe die wichtigsten Sachen gesagt über das Profil von einem Design, welche Informationen ihr auf dem Profil von einem Design, eine Anleitung finden könnt. Und jetzt geht es darum, euch zu zeigen, wie ihr überhaupt so eine Anleitung finden könnt. Interessant und hilfreich finde ich auch immer diesen Pfad hier oben links. Das heißt, ihr könnt sehen, wie bin ich überhaupt auf diese Seite hier gekommen. Und da könnt ihr euch immer zurückklicken und den Ursprung wiederfinden, wo ihr hergekommen seid. Das ist nur ein kleiner Tipp. Aber wir gehen jetzt wieder auf die Homepage. So, ich habe auf Ravelry geklickt, ich bin auf der Homepage und ich möchte jetzt hier oben links ein bisschen mehr auf die Funktionen eingehen. Denn den persönlichen Bereich oben rechts haben wir uns jetzt angeguckt. Es gibt noch sehr, sehr viele weitere Funktionen. Zum Beispiel kann ich euch es empfehlen, hier in die Einstellungen reinzugehen, um Ravelry für euch persönlich zu gestalten. Damit Ravelry einfach für euch zugeschnitten ist, finde ich das sinnvoll, eure Einstellungen hier mal reinzugucken. Oder ihr könnt hier auch immer eure Einkäufe sehen, was ihr gekauft habt auf Ravelry. Ja, aber eben, ich möchte hier oben links mir das angucken. Ich möchte nach Anleitungen suchen, also klicke ich auf Anleitungen. Hier sehe ich schon, hier ist ganz schön viel los. Es gibt verschiedene Möglichkeiten eben, um Anleitungen zu suchen. Ihr könnt euch hier im Fokus erstmal inspirieren lassen. Was gibt es denn so? Was wird hervorgehoben? Dann Debüt-Patterns, also Anleitungen von Anfängerdesignern, neuen Designern könnt ihr euch hier angucken. In letzter Zeit hinzugefügte Patterns. Und hier gibt es personalisierte Vorschläge. Das heißt, wenn ihr öfters auf Ravelry unterwegs seid, dann kennt euch Ravelry ein bisschen und macht euch dann personalisierte Vorschläge, was ihr vielleicht toll finden könnt. Das heißt, wenn ich in meiner Favoritenliste viele Designs von Jennifer Beal zum Beispiel habe, dann kann es sein, dass ich hier in den Pattern Highlights eben das neue Design von Jennifer Beal vorgeschlagen bekomme. So, hier seht ihr vor kurzem hinzugefügte Anleitungen. Und hier könnt ihr einfach mal durchscrollen und euch inspirieren lassen. Alle Kategorien durchsuchen, das könnt ihr alles hier anklicken und euch anschauen, beliebte Schlagworte. So, zuletzt zufällig ausgewählt, ja, zufällige Vorschläge, was ihr noch so auf Ravelry finden könnt. Und auch Designer auf Ravelry. So sieht die Seite Anleitungen aus. Und interessant ist auch jetzt gerade angesagt, denn die gerade angesagt sind, die findet man auch oder sieht man öfters dann auch wieder in YouTube-Videos von Strickerinnen dann wieder. Das finde ich interessant, dass dieses jetzt gerade angesagt und das, was Leute tatsächlich stricken, sich gegenseitig beeinflusst. Ihr könnt hier also nach Anleitungen suchen. Wenn ihr schon wisst, was ihr denn sucht, was ihr möchtet, dann könnt ihr hier einfach den Namen eingeben. Zum Beispiel, ich suche eine Anleitung von Jochi Locatelli. So, ich kenne den Namen schon. Ich möchte die Designs von Jochi Locatelli mir angucken. Ich gebe ihren Namen ein und klicke auf die Lupe. Dann werden mir hier alle ihre Designs angezeigt. Toll, nicht wahr? Ich kann hier einfach runterscrollen und mir alles angucken. Hier 7 Seiten kann ich mir angucken von Jochi Locatelli, Designs, die sie gemacht hat. So, ich möchte das aber ein bisschen sortieren. Entweder nach dem Best Match, also das, was am meisten meinen Kriterien entspricht, Hot Right Now, also die Trends, neu zu Ravelry, alphabetisch geordnet oder am beliebtesten. Das gucke ich mir mal an. Die beliebtesten Designs von Jochi Locatelli. Der Lightweight Hipster ist also sehr beliebt und der Venezia Shawl und der Elton Cardigan. Interessant, also hier werden jetzt die Designs von Jochi Locatelli in der Reihenfolge von der Beliebtheit
angezeigt. Was ich noch anpassen kann, ist, wenn euch die Bilder zu klein sind, könnt ihr die auch vergrößern. Hier anzeigen als. Oder ihr könnt es auch als Liste haben. Naja, hier sieht man keine Fotos, das ist nicht so spannend. Oder Liste mit Fotos. Ich habe meistens die kleinen Kacheln. So. Was kann ich jetzt noch machen? Ich kann zum Beispiel, ich möchte ein Design von Jorge Locatelli, aber ich möchte, dass es ein Pullover ist. Also gehe ich hier links in die Eigenschaften. Und hier lohnt es sich wirklich, sich mal komplett durchzuklicken und zu schauen, was es denn alles für Eigenschaften gibt. Ich kann mir also zum Beispiel die Garnstärke auswählen. Ich möchte eine DK-Garnstärke. Bei DK hat sie 59 Designs. Super, ich habe ein DK-Garn gerade mir gekauft. Ich möchte etwas mit DK-Garn stricken. Hier habe ich schon eine engere Auswahl. Ich möchte beim Aufbau, wie möchte ich es stricken? Von unten nach oben gibt es zum Beispiel 9 Designs. Einteilig, das bedeutet ohne Nähte, gibt es 29. Und von oben nach unten gibt es 40. Ich klicke hier von oben nach unten. Ich möchte 40 Designs. Diese Auswahl haben. Und wie ihr seht, tauchen hier oben die verschiedenen Eigenschaften dann auf. Die kann ich auch immer wieder entfernen, indem ich hier auf das kleine X klicke. Kann ich das entfernen und dann gehe ich wieder zurück. Jetzt habe ich nur noch die Designs mit DK. Mich interessieren noch andere Designelemente. Hier links bei den Eigenschaften. Zum Beispiel möchte ich ein Design, das Ärmel hat und es soll überschnittenen Arm haben. Ja, davon gibt es 9. Da seht ihr eben diese ganzen Designs. Sehr hübsch, das finde ich zum Beispiel hübsch. Ich klicke drauf und komme hier auf das Profil von dem Design. Ich sehe, es hat 200 Projekte, Forenbeiträge, vielleicht gab es eben einen Call zu diesem Design. Ich kann die Fotos mir auch hier auch größer angucken. Ja, ein sehr hübscher Cardigan mit sehr hübschen Zöpfen. So, auch hier Fullscreen, wenn ich das möchte, ganz groß auf dem Bildschirm und hier oben auf dem X kann ich das wieder schließen oder mir eben noch die anderen Fotos hier angucken. So, das ist also eine Möglichkeit, um Anleitungen zu finden. Ich gehe also wieder zurück, klicke auf Anleitungen. Ich hatte hier Jorge Locatelli eingegeben und so weiter. Ich mache das vielleicht noch. Ich zeige euch noch die andere Möglichkeit und zwar könnt ihr ein bisschen gezielter suchen. Wenn ihr eben zum Beispiel noch nicht genau wisst, was ihr stricken möchtet, aber ihr habt euch ein tolles Garn gekauft. Dann gehe ich hier auf die erweiterte Suche. Hier ist also alles, die komplette Datenbank. Ihr seht 2000 Seiten. Ihr könnt euch natürlich die 2000 Seiten eine nach der anderen angucken. Wenn ihr Spaß daran habt und Zeit habt, dann könnt ihr das natürlich machen. Aber man kann auch anders vorgehen. Und zwar, erstmal kann ich hier das Geschlecht angeben. Ich möchte eine Anleitung finden für eine weibliche Person oder Unisex. Finde ich auch gut. Dann kann ich angeben, zum Beispiel möchte ich kostenlose Anleitungen und Online-Kaufanleitungen. Und die muss man auf Ravelry downloaden können, also herunterladen können. Die Anleitung soll zum Stricken sein und eben nicht zum Häkeln. Also ihr seht, ich habe hier immer noch 41.000 Anleitungen. Das ist wahnsinnig viel. Ich möchte das einfädig stricken. Ich habe eine Garnstärke, die ist Fingering. Ich habe hier 8.000 Anleitungen im Fingering. Was für eine Kategorie? Die Art von Bekleidung. Ich klicke hier drauf. Ich möchte gerne ein Langarm-Oberteil stricken und ich hätte gerne, Strickjacke oder Pullover. Schauen wir mal, was es wird. So, wie viel Meter habe ich zur Verfügung? Wie viel Garn habe ich? Ich habe ungefähr 1200 bis 1500 Meter.
von diesem Garn. Ich möchte Anleitungen, die mir ein Foto anzeigen. Und ich habe nur eine Farbe für mein Design. Genau. So, ihr könnt hier zum Beispiel auch die Nadelstärke angeben oder die Materialzusammensetzung von eurem Garn. Das müsst ihr aber nicht, denn ihr müsst auch bedenken, je mehr ihr an Eigenschaften anklickt, desto eingeschränkter ist dann euer Resultat. Beziehungsweise, wenn ihr mehr anklickt, habt ihr weniger zur Auswahl. Kommt drauf an, wie viel Zeit ihr habt, wie viel Muße, wie groß eure Auswahl am Ende sein soll. Schwierigkeitsgrad ist vielleicht auch noch hilfreich, ist aber nicht unbedingt immer angegeben. Von welchem Designer und so weiter. Weitere Suchoptionen. Wie ihr seht, es gibt endlose viele Suchoptionen. Veröffentlichungsjahr, nur auf Ravelry, Schlüsselwörter, Designername. Es gibt einfach sehr, sehr viele Optionen, die ihr verwenden könnt, um eben eure Suche einzuschränken. So, und peu à peu passt sich das natürlich hier an. Und hier oben seht ihr dann die ganzen Eigenschaften, die ich ausgewählt habe. Weiblich, Unisex, das könnt ihr auch anpassen, das finde ich sehr interessant. Ich kann nämlich hier auf den Stift klicken. Und hier kann ich angeben Female und Unisex oder auch Female oder Unisex. Und das macht manchmal einen ganz großen Unterschied. Denn es kann auch sein, dass ihr 2 verschiedene Garnstärken angebt. Ihr könnt nämlich 2 verschiedene Garnstärken hier anklicken. Fingering und Sport. Und hier ist dann wichtig, hier, dass oder hier steht. Denn wenn ihr und habt, dann habt ihr eben eine andere Auswahl, die ihr eben nicht unbedingt haben wollt. Das heißt, wenn ich hier end eingebe, dann habe ich keine Resultate, denn wenig Designs haben diese Eigenschaften und sind mit diesen 2 verschiedenen Garnstärken gestrickt. Darauf müsst ihr also achten. Das heißt, ich ändere das wieder zu or, also entweder oder. Und hier sind eben alle Vorschläge an Designs, die ich stricken könnte. Ja, ganz schöne Auswahl. Hier kann ich mich durchklicken, 68 Seiten schlägt Ravelry mir vor. So könnt ihr also eben die erweiterte Suche für die Anleitungen verwenden. Probiert einfach aus, habt Spaß, es macht auch Spaß, hier zu scrollen und sich inspirieren zu lassen. Ihr könnt jederzeit hier die Eigenschaften wieder ändern oder Clear Search, das heißt wieder von vorne anfangen. Clear Search, alles ist weg. Ich bin wieder auf der ersten Seite der Anleitungen. So, ich habe jetzt nach Anleitungen gesucht, aber ich kann auch nach Projekten suchen von anderen Strickerinnen. Das heißt, ich habe zum Beispiel ein Design gemacht, das heißt Flower Rain. Und mich interessiert jetzt, wer hat das alles gestrickt. Ich gebe hier das ein. Ich habe also nach dem Projekt gesucht Flower Rain. Das ist ein Design von mir. Und hier taucht es dann auch auf. Ich kann sehen, wie andere Personen dieses Projekt gestrickt haben. Das ist wieder Diana, die hat schon einige Designs für mich getestet und hat hier eben ihre schönen Fotos von ihrer Version vom Flower Rain Cardigan hier mit uns geteilt. Ich bin wieder auf der Seite für die erweiterte Suche und diese erweiterte Suche könnt ihr eben mit allem so durchführen. Wie eben gezeigt, mit den Projekten oder mit den Designern. Hier natürlich sind die Filter etwas anders. Die Quellen, also wo ist die Anleitung veröffentlicht worden. Es gibt, wie gesagt, eben verschiedene Herangehensweisen, um dieselbe Sache zu finden. Ihr könnt auch nach Garnen suchen. Hier habt ihr auch alle möglichen Eigenschaften, welche Faserart, welche Garnstärke, wie pflegt man das, welche Farbe und so weiter. Könnt ihr hier auch eben nach Garnen suchen, die euch vielleicht gefallen könnten und die eben mit einem Projekt zusammenbringen könnt.
Wie ihr seht, habt ihr hier 275.000 Ergebnisse. Dann könnt ihr auch die Vorräte von allen Mitgliedern auf Ravelry euch angucken. Hier könnt ihr genauso die Eigenschaften eingeben und die Vorräte euch angucken. Denn auf Ravelry kann man mit den anderen Mitgliedern zum Beispiel auch Garne tauschen. Wenn mir bei einem Projekt das Garn ausgeht und mir nur ein Knäuel fehlt, kann ich zum Beispiel hier suchen. Gibt es denn ein Ravelry-Mitglied, das noch einen Knäuel hat von einem bestimmten Garn und vielleicht auch noch in der passenden Partienummer? Dann kann ich das Garn hier suchen. Ich kann zum Beispiel den Garnnamen eingeben und die Garnmarke und dann suchen, wer hat dieses Garn in seinem Vorrat. Ist es vielleicht sogar diese Partienummer? Möchte die Person dieses Garn vielleicht abgeben? Kann ich das vielleicht abkaufen von dieser Person? Das ist also auch eine Möglichkeit, die Ravelry bietet. Dann für Spinnerinnen besonders interessant, Fasern kann man sich hier auch angucken. Und auch interessant sind Wollläden, zum Beispiel in eurer Gegend. Könnt ihr hier auch suchen, zum Beispiel ich gebe hier Berlin ein und dann suchen. Hier werden mir die verschiedenen Garnläden Berlins angezeigt. Auch welche, die ich gar nicht kenne. Interessant. Und hier könnt ihr auch zu den Garnmarken kommen. So, und ihr könnt hier auch nach Garnmarken suchen. Zum Beispiel können wir hier auf Lana Grossa gehen und uns alle Garne angucken, die Lana Grossa so anbietet. Alle 1404 Garne von Lana Grossa. Hier klicken wir einfach mal drauf und wir gucken uns hier das Allure an. Sehr, sehr schönes Garn. Und hier wird uns auch im besten Fall gezeigt, wo man dieses Garn auch kaufen kann, wenn man das haben möchte. Und zwar hier bei Lana Grossa Color Cards. Und wir landen direkt auf Lana Grossas Website, wo wir dieses Garn dann kaufen können. Oder wir können in die Vorräte gucken, wie viele Personen haben das in ihrem Vorrat. Gibt es vielleicht jemand, der eine bestimmte Partienummer hat, die ich haben möchte? Und auch, welche Projekte wurden mit diesem Garn gestrickt, wie sehen die aus, wie verhält sich das Garn, für welche Art von Projekten und Mustern ist dieses Garn geeignet. Was kann ich gut damit stricken? Ja, wir gehen wieder zurück in die erweiterte Suche. Wir waren hier bei den Marken. So, ich habe euch einiges hier gezeigt von der erweiterten Suche und möchte jetzt mich auf dieses hier konzentrieren und Foren, Personen, Gruppen, Veranstaltungen. Da komme ich auch über die Community hin. Foren, Nachrichten, Personen, Freunde, Gruppen, Ereignisse, Veranstaltungen. Das ist auch ein sehr, sehr toller Aspekt von Ravelry. Ich klicke einfach auf Community und hier werden mir die verschiedenen Bereiche angezeigt. Das sind die Foren, in denen ich zum Beispiel Beiträge gemacht habe und mehr oder weniger aktiv war, eher weniger. Aber jeder kann hier ein Forum kreieren, zum Beispiel wenn ihr eine Strickgruppe für euren Stadtteil kreieren wollt, dann könnt ihr das hier machen und müsst dann keine Handynummern austauschen und das über WhatsApp machen zum Beispiel, sondern könnt selber hier euer Forum kreieren und dann immer ankündigen, wann ihr euch beim nächsten Mal trefft. Das ist zum Beispiel eine Möglichkeit. Hier gibt es also ganz viele Foren. Das sind die, wo ich angemeldet bin, beziehungsweise hier sind also meine Bereiche, die Foren, in denen ich aktiv war oder die mich interessieren. Dann kann ich schauen, wie aktiv sind diese Foren. Also vor 10 Stunden wurde in dem Forum Testing Pool hier dieser Beitrag eingetragen. Vor 13 Stunden hier dieser Beitrag, auch beim Testing Pool Forum und so weiter. Also hier kann ich die Aktivität nachverfolgen von den Foren, in denen ich aktiv bin. Ich kann auch nach neuen Foren suchen. Zum Beispiel hier in dieser Suche kann ich hier nach All Forums, alle Foren durchsuchen. Ich suche ein Forum zum Beispiel zu Alice Star Moore.
eine bekannte Designerin, Search Forums. Und hier kann ich ganz viele Foren finden zu Alice Starmore. Beziehungsweise wo der Name Alice Starmore vorkommt. Und finde dann hoffentlich was Passendes für mich. Ich kann das auch ein bisschen präziser machen, zum Beispiel Alice Starmore KAL, also eine Gruppe, die ein Design von Alice Starmore zum Beispiel zusammenstrickt. Hier finde ich zum Beispiel ein Karl von einem Schal und der Name Alice Starmore. Ich kann mich reinklicken und mal gucken. 3000 Beiträge gibt es. Was passiert in diesem Forum? Worum geht's? Worüber schreiben die Menschen? Ist das interessant für mich? Möchte ich da vielleicht mitmachen? Und hier oben stehen auch alle Informationen zu dem Knit-Along. Der Knit-Along ging also vom 29. März bis zum 12. Mai. Ist also schon vorbei. Aber ja, ihr könnt sicher einen Call zum Beispiel finden, der zu euch passt oder ein Forum, der zu euch passt. Ich kann hier also ganz verschiedene Foren suchen. Zum Beispiel habe ich den Namen von Apfelbanne eingegeben. Apfelbanne macht auch tolle Videos auf YouTube. Und sie hat hier zum Beispiel vor 3 Jahren ein Forum kreiert, um den Test von ihrem kleinen Prinzessinnen Annemarie Pullover zu leiten. Das ist auch also eine Möglichkeit. Foren kann man, wie gesagt, gestalten, wie man möchte. Könnt ihr selber kreieren. Ihr könnt zum Beispiel eine Strickgruppe erstellen für eure Gegend und hier ein Forum einrichten, um zu kommunizieren. Also Foren bieten wirklich sehr, sehr viele Möglichkeiten. Wir gehen zurück auf den Reiter Community und nach den Foren findet ihr die Nachrichten. Da könnt ihr euren Posteingang und Postausgang angucken. Den klicke ich aber jetzt nicht an, weil da eben sensible Daten sind, mit wem ich da alles schreibe. Das möchte ich ungern zeigen. Aber ihr könnt dann auch nach Personen suchen. Zum Beispiel kann ich hier nach Isabel Krämer suchen. So, und hier finde ich sie sofort. Oder ich kann auch nach zum Beispiel einer Person suchen, die ich in der Strickgruppe kennengelernt habe, aber ich habe keine Handynummer von ihr genommen. Also, die Person hieß, ich weiß nicht, Sophie. Und dann finde ich hier ganz viele Sophies, die ungefähr in meiner Nähe sein könnten. Und vielleicht finde ich ja die Sophie wieder. Genau, so könnt ihr also Personen finden. Unter Personen findet ihr die Option Freunde. Wenn ich hier auf Freunde klicke, komme ich hier drauf und ich kann hier die Aktivität von allen meinen Freunden mir angucken. Ich sehe also, was haben meine Freunde in letzter Zeit so geteilt auf Ravelry. Hier kann ich auch direkt mir alle meine Freunde angucken, aber da gehe ich eben jetzt auch aus Privatsphäregründen nicht drauf, aber ich kann mir alle meine Freunde da nochmal angucken. Gruppen. Gruppen ist noch ein weites Feld auf Ravelry. Ihr könnt hier eben, ähnlich wie bei den Foren, hier auch eine Gruppe erstellen oder eine Gruppe finden. Zum Beispiel bin ich hier in der Berlin Knits Gruppe. Ich klicke da drauf und hier sind einige Leute aktiv. Ich bin seit Juli 2019 Mitglied. Es gibt 994 Mitglieder und es gibt verschiedene Themen zum Beispiel in dieser Gruppe. Das sind also sozusagen die Foren hier aufgelistet. Zum Beispiel Garnläden in Berlin, da war der letzte Beitrag vor 5 Monaten. Oder auch Stricktreffen, vor 4 Tagen wurde da etwas gepostet. Stricktreff Friedrichshain vor 4 Monaten. Ich kann also sehen, wie aktiv die hier sind. Aber wie gesagt, ich klicke da hier jetzt nicht drauf, weil ich diese Informationen alle ein bisschen schützen möchte. Aber ihr könnt euch selber in so eine Gruppe einloggen, Mitglied werden, Freunde einladen und dann eben hier sind die ganzen Foren, die wir vorhin gesucht haben. Auf diese Weise könnt ihr auch zu den Foren finden. Also indem ihr über die Gruppen geht, könnt ihr auch zu den Foren gelangen. So, die Gruppen sind also wirklich super spannend. Ich kann hier eben auch
Gruppen suchen. Wenn ich jetzt hier Berlin zum Beispiel eingebe, suche, dann finde ich Jan Festival 2017, Berlin-Nitz, Berlin Spind, Jan und Wow Berlin, das ist ein Wollgeschäft hier in Berlin. Die posten dann auch Sachen in ihren Foren, die sie haben in ihrer Gruppe. Und in dieser Gruppe können sie eben Foren kreieren und da können sie Informationen teilen. Zum Beispiel vor 14 Stunden wurde hier Brand New oder das dürft ihr keinesfalls verpassen. Könnt ihr draufklicken, gibt es sehr viele Beiträge. 8000 Beiträge. Sind viele Leute aktiv. Genau, die Gruppen sind also auch eine tolle Sache, um eben mit Leuten zu connecten, sich zu verbinden und sehr viele Informationen zu finden. Und schließlich gibt es hier auch Ereignisse. Online-Treffen. Wo kann ich mitmachen? Wo kann ich teilnehmen? Online oder auch in Person. Strickstreff in Xara. Und ich kann auch die Veranstaltungen, die mich interessieren, auch speichern. Habe ich jetzt keinen. So, schließlich gibt es hier noch die Support-Seite. Alles über Ravelry, da waren wir eben schon. Hilfe, immer sehr interessant. Hier könnt ihr euch eben nochmal Hilfestellung suchen zu allem, was ich euch in diesem Video erzählt habe. Könnt ihr hier eben noch eure Fragen suchen und Antworten finden. Ja, ich glaube, das Video ist schon ziemlich lang geworden. Kontakt hier noch. Funktioniert ganz gut. Ich hatte schon mal eine Frage an Ravelry und habe die auch beantwortet bekommen. So, ich glaube, ich habe einen sehr guten Überblick gegeben über sehr viele Funktionen von Ravelry. Klickt euch durch, habt Spaß, nutzt es aus. Es ist sehr umfangreich, lohnt sich da mal hinzusetzen und das zu nutzen, um eben euer Stricken noch zu erweitern und da ganz, ganz viel zu lernen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen und sage euch bis zum nächsten Mal.